Geschlagene Bräute und Bräutigame, mit Schmutz bedeckte geschärfte Zähne des Brautpaares, dies ist bei weitem keine vollständige Liste dessen, was Jungvermählten in verschiedenen Ländern der Welt vor der Hochzeit erwartet. Jede Nation hat ihre eigenen Bräuche, aber was im ersten Teil der Welt als normal gilt, kann am zweiten Ende der Welt als Wildheit oder Wahnsinn gelten. Wir bieten Ihnen eine Auswahl der ungewöhnlichsten Hochzeitstraditionen aus verschiedenen Teilen der Welt. Frankreich in den großen modernen französischen Städten. Das wird Ihnen natürlich nicht passieren. Dort herrschen klassische Traditionen vor, die uns näher stehen, doch in manchen Regionen kann man auf ein äußerst ungewöhnliches Ritual stoßen. Einer lokalen Tradition zufolge müssen alleinstehende Männer und Frauen nach der Hochzeitszeremonie das Brautpaar, das vor der Hochzeit geflohen ist, in ihrem Schlafzimmer finden, indem sie mit einem Töpfchen, das mit einer speziellen Mischung aus verschiedenen Speisen und Getränken gefüllt ist, in den Raum stürmen. Dann zerren sie das Brautpaar aus dem Bett. Und sie geben ihnen diese Mischung aus dem Töpfchen, die sie alle trinken müssen. Dieses Ritual soll die alltägliche Nähe im Eheleben symbolisieren. In der reinen und zivilisierten Schweiz herrscht in manchen Gegenden und Gemeinden noch immer eine erschreckende Tradition. Am Tag vor der Hochzeit ist die Braut von Kopf bis Fuß mit Dreck bedeckt, ja, echtem Abwasser vom Ballen. Je ekliger dieses schmutzige Gebräu aussieht und riecht, desto besser. Die Teilnehmer dieses ungewöhnlichen Rituals verwenden bei der Zubereitung dieser höllischen Mischung alles, was zur Hand ist: Ketchup, Mayonnaise, Eier, Bier, Kefir, faule Reste. Nach diesem Schauer wird von der Braut erwartet, dass sie in Begleitung eines Konvois aus Freunden des Bräutigams alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt besucht und so vor den neugierigen Augen die Einhaltung der Tradition demonstriert. Es gibt die Meinung, dass nach einer solchen Demütigung alle zukünftigen Lappalia einer Frau als Kinderklatsch und nicht als Skandale erscheinen werden. Sie werden einfach keinen Platz in der Familie haben. Darüber hinaus gilt es als gute Möglichkeit, andere Verehrer der Frau abzuschrecken. Es wird angenommen, dass, wenn man die Braut in dieser Form sieht, niemand mit einem so dürren Rumänien etwas anfangen möchte. In Rumänien können wir nach der Trauung in einem Restaurant im Rathaus und dann in der Kirche zusehen. Das einzigartige Schauspiel des Hühnertanzes. Nachdem das Brautpaar den frisch vermählten Walzer getanzt hat, hat es einen besonderen Auftritt auf der Bühne. Ausgebildete Köche zeigen den Gästen ein gebratenes Hähnchen, zu dem dann tatsächlich getanzt wird. Und es gibt noch einen weiteren interessanten und gleichzeitig gruseligen alten rumänischen Brauch der Brautentführung. Ein Mann muss das Mädchen, das er heiraten will, ohne Zustimmung der Eltern entführen. Wenn es dem Entführer gelingt, das Mädchen zu stehlen und mindestens 2 bis 3 Tage bei sich zu behalten, wird das Mädchen offiziell seine Frau. China einen Ehrenplatz unter Liebhabern lustiger Hochzeitstraditionen nehmen die Chinesen und ein freudiges Ereignis ein. Welche Art von Hochzeit findet in dieser Sprachgruppe zweifellos unter dem Namen Risiko statt, buchstäblich mit Tränen in den Augen? Der Überlieferung nach fängt die Braut etwa 10 Tage später, einen Monat vor ihrer Hochzeit, jeden Tag an zu weinen, anstatt sich von ihr trösten zu lassen. Braut, ich füge ihre Mutter hinzu. Weitere 10 Tage später beginnen andere weibliche Verwandte am Vorabend der Hochzeitszeremonie zu weinen. Ihre Freundinnen haben seit ihrer Kindheit das Weinen gelernt. Es gibt die Meinung, dass das Familienleben umso glücklicher und unbeschwerter sein wird, je mehr Tränen vergossen werden, und einige Familien laden sogar weinende und schluchzende Experten ein. Südkorea, jemanden an den Beinen aufzuhängen und dann an seinen Beinen ein Fisch zu sein. Das klingt sicher nach einer Art Ritual. Ein solches Fest hat seinen Platz in der bekannten südkoreanischen Hochzeitstradition und findet als eine Art Gerichtsstrafe statt, wenn bei der Hochzeit der Alkohol ausgeht. Andere Quellen sagen, dass der Bräutigam vor der Hochzeitsnacht gute Beine haben soll und dies auch getan hat, um diese seltsame Zeremonie zu ertragen. In Indien konnten wir früher oft Hochzeiten mit Bäumen erleben. Die Gründe können unterschiedlich sein. Der Überlieferung nach darf ein jüngerer Sohn erst dann heiraten, wenn sein älterer Bruder dies tut. Wenn also der jüngere Sohn seine schicksalhafte Liebe trifft, heiratet der ältere Bruder zuerst den Baum, der dann gefällt wird. Dies macht den Mann zum Witwer. Was Mädchen in Indien betrifft, gibt es einen weit verbreiteten Aberglauben, dass Mädchen, die geboren werden, wenn Mars und Saturn im 7. Haus sind, Kinder mitbringen. Ein früher Tod ihres Mannes. So wird der Baum erneut zum unschuldigen Opfer und wird gefällt, sobald er Ehemann wird. Damit ist der Aberglaube erfüllt und das Mädchen ist befreit. Fluch.
In einigen Teilen Indiens muss der Bräutigam seine Schuhe ausziehen, bevor er den Gang hinuntergeht. Und in diesem Moment beginnt die Braut glücklich zu sein. Die Verwandten müssen einen Weg finden, die Schuhe zu stehlen, und andererseits versuchen die Verwandten des Bräutigams ihr Bestes, um die Schuhe zu retten, es gelingt ihnen jedoch nicht, die Schuhe zu retten. Der frisch vermählte Ehemann muss dafür ein Lösegeld zahlen, doch im Vergleich zu den Bräuchen der Bewohner Afrikas ist alles ein Kinderspiel. In Kenia segnen Väter des Maasai-Stammes die Hochzeit ihrer Töchter, indem sie ihnen ins Gesicht spucken. Danach verlässt das Mädchen das Haus, ohne sich umzusehen. Ansonsten, so die Legende von den Steinen. Auch chinesische Bräutigame haben es nicht leicht. Einen ganzen Monat nach der Hochzeit müssen sie Frauenkleidung tragen und alle Pflichten einer Frau erfüllen, damit sie verstehen, wie schwierig das Schicksal einer nigerianischen Frau in Nigeria ist, beginnt das Mädchen, sich auf das Familienleben vorzubereiten. Bereits ein Jahr vor der Hochzeit müssen sie 12 Monate getrennt in einem anderen Haus verbringen und jegliche körperliche Aktivität meiden. Während dieser Zeit bringen ihre Verwandten ihr kalorienreiches Essen mit, um es für den Tag der Hochzeitszeremonie vorzubereiten. Obwohl sie an Gewicht zugenommen hat, herrscht hier die Meinung vor, dass schlanke Mädchen kein Glück in der Ehe wünschen werden. Was den männlichen Bräutigam aus dem Ibo-Stamm betrifft, muss er beweisen, dass er reif für die Ehe und die Ehe ist. Die Zeremonie findet auf diese Weise statt. Alle Bräute und Verwandten bilden eine Barrikade, durch die der zukünftige Ehemann gehen muss. In diesem Moment beginnen ihre Verwandten, sie brutal mit einem Stock oder Stock zu schlagen, als der Bräutigam diese anstrengende Tortur erfolgreich übersteht. Die Verwandten heißen ihn freudig in der Familie willkommen und der Bräutigam wird anerkannt. Einige Damen, die in Ruanda heiraten dürfen, haben möglicherweise das Gefühl, dass Frauen in Ruanda nach ihrer Heirat beneidet werden können. Nachts dürfen sie ihre Ehemänner schubsen, beißen und kratzen, und tagsüber können sie sich nach einem anstrengenden Ereignis ausruhen. Allerdings gilt die Gültigkeit nur für einen kurzen Zeitraum, etwa ein paar Wochen. Die Eingeborenen sind zutiefst davon überzeugt, dass die Frau nach Abschluss dieses Rituals für den Rest ihres Lebens von Bosheit und Groll befreit sein wird und es keine Zwietracht in der Familie geben wird. Nepal: Aus moralischer Sicht gibt es in Nepal eine grausame Tradition, bei der werdende Mütter eine Hochzeitszeremonie im Voraus arrangieren, selbst wenn sich ihre Kinder im Mutterleib befinden. Werden 2 Jungen oder 2 Mädchen geboren, wird die Verlobung aufgelöst, die Gefühle des Brautpaares interessieren die Eltern nicht. Darüber hinaus wird das Brautpaar, wenn es fliehen will, bei der Hochzeit nie wieder in die Familie aufgenommen. Bali hat auch für Bräute ein schwieriges Leben. Auf der Insel Bali folgen die Einheimischen einem alten Brauch, dem Brautpaar vor der Hochzeit die Zähne abzuschleifen, nämlich 6 Zähne, Schneidezähne und Eckzähne für jeden Bräutigam und jede Braut. Dieses Ritual symbolisiert das Heranreifen junger Menschen. Töchter verlassen die schützenden Flügel ihrer Eltern und geraten unter den Schutz ihrer Auserwählten, wodurch sie ihre Eltern verlieren. Eine weitere Sorge um meine Tochter. Dagegen beugen sich die Väter der Bräutigame ganz schön, sie müssen die Hochzeit bezahlen. Und um den Frischvermählten bei der Organisation ihres Familienlebens zu helfen. Dem Aberglauben zufolge können intakte Zähne zur Quelle tierischer Instinkte werden. Tierische Eckzähne werden mit menschlichen Eckzähnen identifiziert. Darüber hinaus werden mit diesem Verfahren teuflische Laster aus verliebten Paaren vertrieben. Wut, Lust, Neid, Maßlosigkeit, Hunger und Dummheit. Beduinen sind als Beduinen arabische Nomaden, unabhängig von ihrer Nationalität. Ihre Hochzeitstraditionen können uns überraschen. Bobi Eduino wird auf dem Hochzeitstisch ein gebratenes Kamel serviert, aber es ist kein gewöhnliches Gericht, da es sich bei dem Kamel um Hammelfleisch handelt. Der Widder beobachtet wieder ein Huhn, dann einen Fisch, und der Fisch ist mit Eiern gefüllt. Möchten Sie solches Essen probieren? Und das ist alles für heute. Wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir, schreiben Sie Kommentare und bis bald.